V6 war halt auch sehr schwer. Das Hauptproblem früher war, dass die Leute einfach keine Ahnung hatten, was sie machen müssen, um Geld zu verdienen. Ich bin mir 1000%ig sicher, ich bin der festen Überzeugung schon immer gewesen, wenn ich damals, als ich angefangen hätte, einfach nur gecheckt hätte, wie unfassbar günstig alles ist. Ich meine, damals musstest du legit, mein Bruder hat das immer mal durchgerechnet, Aspria 7-Tage-Ticket, irgendwie 20 Millionen Penya. Und du musstest legit nur eine Stunde leveln als AOE-RM und hattest die 20 Millionen zurück. Und hast aber ein 7-Tage-Ticket gekauft. Und damals wurden ja Aspria-Tickets noch im Cash-Shop gekauft, was irgendwann sowieso keiner mehr gemacht hat, weil es die Aspria-Tickets in-game gab. Bei Events und so weiter. Aber damals wurden die legit im Cash-Shop gekauft für, was weiß ich, 1,50 € each oder so. Oder für 2 € each, keine Ahnung. Und du musstest nur eine Stunde in Astria leveln bei fucking Augu oder Mutant Yeti. Und hattest 2, 3 Oris, paar Moonstones vielleicht. Und den NPC-Shit und das waren schon 20 Mio. Und das heißt, du hast legit nur eine Stunde leveln müssen fürs Ticket und jede weitere Stunde, die du gelevelt hast, hast du einfach Geld geprintet. Und irgendwie habe ich das damals nicht umrissen, wie einfach das eigentlich ist, da Geld zu verdienen. Das heißt, du hast einfach nur einen guten, halbwegs guten Charakter mal gebraucht auf Level irgendwas zwischen 70 und 90. Und du hast einfach nur mit dem jeden Tag leveln müssen und hättest so arschviel Kohle gemacht. Und dann hätte man halt auch ein extrem erfolgreicher Spieler werden können. Und aber alle gequittet auf 60. Ja. Eben. Und das war das Problem. Bei mir auch. Ja, auch vor Astria hättest du es genauso machen können. Hättest du einfach Carrier-Bombs farmen können oder Mushboy, ist ja egal. Das war jetzt nur, außerdem hast du da kein Astria-Ticket kaufen müssen, also wärst du dann auch günstiger gewesen, theoretisch. Worauf ich hinaus wollte, war nur, es war nicht schwerer. Es hatte einfach niemand eine Ahnung, was man tun muss. Keiner hat das Spiel verstanden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man es damals ein bisschen schneller verstanden hätte, dann wäre das so easy gewesen, da ultra erfolgreich zu werden und einer der besten Spieler. Aber den meisten Leuten stand einfach im Weg, dass sie keine Ahnung von Computern hatten, keine Ahnung von Computerspielen und sie einfach fucking 10-jährige Rotzgörn waren, die eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Fliege hatten. Und deswegen haben sie nie was gerissen. Und ja, ich zähle mich zu diesen Rotzgörn. I'm one of them. Aber die Leute, die ja damals schon ein bisschen älter waren und erwachsen waren und halt auch ein bisschen Geld reinstecken konnten und so weiter, die haben natürlich übelst was gerissen, weil für die war es wahrscheinlich ähnlich wie für uns heute, vielleicht auch ein kleines bisschen schwieriger, aber zumindest hatten sie einfach das Verständnis und die haben halt alle anderen hops genommen dann einfach. Die ganzen kleinen Kinder alle hops genommen, weil die alle nicht gecheckt haben, was sie da eigentlich tun und so weiter. Und die hatten halt auch die Freizeit oder halt hatten kein Computerverbot und solche Sachen, solche Hindernisse, die in den Weg sein konnten. Und deswegen haben sie alle anderen so abgezockt. Bin ich der festen Überzeugung, dass das Hauptproblem eigentlich war. Weil eigentlich war das Game, natürlich war es ein bisschen schwieriger, allein schon weil es schlechteres Equipment und so gab. Aber es war nicht so schwer, dass man so kacke war, wie ich war zum Beispiel. Und ich war verdammt kacke. Sechs Wochen Live zum Zocken gehabt und irgendwie nur Level 60 gehittet. Ja. Das ist crazy. Vor allem konntest du früher auch jeden Scheiß verkaufen. Du konntest einfach mit Meat Salad Geld verdienen. Meat Salad und Ice Cream Cake haben dir einfach fett Kohle eingebracht. Wenn du das stackweise verkaufen konntest. Und Quest-Items, Eggs, da konntest du wirklich alles, jeden Scheiß, den du bei normalen Monstern gedroppt hast, konntest du verkaufen. Und es war alles Geld wert. Außer halt die literally NPC-Items, die hast du beim NPC verkauft. Aber ansonsten konntest du gefühlt alles in deinen Shop packen und alles war was wert. Jeder einzelne Drop, den du gedroppt hast, war irgendwas wert. Die guten alten Refresher 200 MP. Die waren auch was wert. Good old times.
in 60 Wochen vielleicht Level 40? 6 oder 60? Damals ein Ori oder Mund zu finden, war wie heute Inti plus 3. Ja. Es hat mich sogar selbst vor ein paar Jahren, aber na gut, ein paar Jahre ist übertrieben, aber so 2017, 18, wo bei Flive PC auch richtig die Inflation gekickt hat, musste ich auch so an 2012, 13, 14 denken, wo ich sogar schon YouTube-Videos gemacht habe. Da war auch alles noch so scheiße günstig. Also in meinem ersten YouTube-Videos sieht man auch für Flive PC unfassbar günstige Preise. Selbst da hat es mich dann auch geärgert, dass ich da nicht einfach mehr gespielt habe und sowas, da ich auch so ultra einfach war, wo du legit nur durch NPC-Items farmen, auch dir jeden Tag hunderte, na gut, hunderte nicht, aber einige Products hättest kaufen können und auch wirklich geistesgestört viel einfach stacken hättest können. Aber ich habe halt lieber League of Legends und so einen Scheiß gespielt. Idiot. Verdammter Idiot. Hauptsache jeden Tag 12 Stunden League of Legends, aber nur 2 Stunden Flive. Höchstens. Du Glücklicher? Na. Es war ein Albtraum, aus dem ich zum Glück erwacht bin. Zum Glück bin ich aufgewacht. Noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Ja, aber V6 haben die meisten nicht gespielt. Heartbreak Kid, weil V6 gab es in Deutschland nur für 2 Monate. Die meisten kennen nur Ori und Moonstone und haben mit V7 angefangen. V6 hast du eigentlich nur wirklich gespielt, wenn du auf den amerikanischen Servern angefangen hast. Und Power Dice waren Trash. Sind heute noch Trash. Ich und alle meine Homies hassen Power Dice. Allein schon wegen diesem Material-Quatsch. Größter Müll überhaupt. Ist eh crazy, dass wir nach so vielen Jahren Flive Universe, 3 Jahre Flive Universe, wir haben noch keine Moonstones. Das ist sowieso verrückt. Die kommen bestimmt im nächsten Update. Also jetzt im V1.5. Wenn sie da nicht kommen, dann sieht schlecht aus. Dann kriegen wir sie vielleicht gar nicht mehr wieder. Die müssten im nächsten Update kommen. Spiel noch ein bisschen Flive PC? Na, nicht wirklich. Naja, du hast Sunkist dafür gebraucht, Potivo. Aber ja. Das PD4 damals 450k verkauft, kostet heute genau gleich viel. Ja, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass damals 1k F-Coin, aka 1k G-Potato,
haben damals vielleicht 12 bis 20 Mio gekostet. Und zwar die ganze Zeit. Das heißt, damals waren 150k sehr viel Geld. Und heutzutage ist das quasi gar nichts. Wenn du keine hunderte bis tausende Power Dice rumliegen hast. Das ist der kleine, aber feine Unterschied, Sir. Das kostet seit ein Big plus 12. Keine Ahnung. Ich meine, das Beste bei einem Videospiel ist eigentlich, alles zum ersten Mal zu machen. Na, ich finde persönlich, wenn du etwas nochmal spielst, das ist zwar auch geil, wenn man halt nochmal die Low-Level-Gebiete von Flive zum Beispiel durchgeht und so, finde ich immer wieder nice. Also zumindest, wenn man es nur einmal im Jahr macht. Wenn man es jetzt alle paar Wochen macht, finde ich es jetzt nicht so geil. Irgendwann wird es dann auch wieder langweilig. Aber so einmal im Jahr höchstens ist eigentlich genau richtig. Aber richtig geil wäre oder war es eigentlich wirklich nur, oder alles zum ersten Mal so zu sehen. Weil jetzt, wo man alles schon so weiß und so, vor allem beim FEC Serverstart, merkt man ja richtig, die meisten Leute enjoyen das ja gar nicht. Die rushen innerhalb von 2-3 Stunden auf Level 60. Da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die da groß wirklich einen Spaßfaktor haben. Also vermutlich schon. Aber die stressen und hetzen das ja so runter. Ich meine, mit Nostalgie und Oldschool und so hat das ja dann gar nichts zu tun. Vor allem die sind so schnell wieder auf Level 60 dass, und dann halt auch wieder auf 120 und etc., dass du ja gar nicht wirklich groß was genießen kannst, wenn du es nur für 5 Sekunden siehst. Das geht halt ein bisschen verloren irgendwie. Dafür bräuchte man eigentlich legit nochmal so einen richtigen Oldschool-Classic-Server. Sowas wie bei WoW oder so. Wo du wirklich nichts hast. Sowas würde bei Flive PC wahrscheinlich gut ankommen. Weil es ja auch das OG-Feeling hat mit dem Klient und so. Aber das werden die wahrscheinlich nicht machen. Sie sind einer dieser Freaks, ist Ihnen das bewusst? Na. Ich habe Free-to-Play gespielt. Ich habe das Low-Level enjoyed. Und ich habe sehr lange bis Level 60 gebraucht. Alter, wann habe ich Level 60 erreicht? Gut, es lag zwar überwiegend an den Lags, muss man dazu sagen. Aber wann habe ich Level 60 erreicht? Das waren bestimmt 12 Stunden oder ich habe ultra lange gebraucht. Das hat Ewigkeiten gedauert. Hauptsächlich, wie gesagt, wegen den Lags. Ich war dann ja sogar für ein paar Stunden oder für über eine Stunde auf Boding und habe Dailies gemacht und so. Konnte kaum spielen. Aber trotzdem habe ich ewig gebraucht. Keine Ahnung, wie die anderen überhaupt spielen konnten. Verstehe ich bis heute ehrlich gesagt nicht. Bei mir ging ja gar nichts. Andere Leute haben gespielt, als wären gar keine Lags. Das habe ich hier nicht so ganz verstanden.